Wer über das Thema Rente nachdenkt, hat die traditionellen Modelle, die jedem von uns vorgelebt werden. Geh zur Schule, pass gut im Unterricht auf, such dir einen guten Job mit stabilem Auskommen, habe 1,3 Kinder, denn das ist laut Statistischem Bundesamt das, was du erreichen musst. Kauf dir ein Haus, das je nachdem, wo du wohnst, gut und gerne 800.000 Euro oder mehr kostet und lass dir von deinem Finanzierungsberater bei der Bank die typische Frage, wie viel Haus kannst du dir leisten, stellen, anstatt einmal selbst zu fragen, wie viel Haus du dir eigentlich leisten willst. Und dann gehst du bis zu deinem Renteneintrittsalter arbeiten, das bei uns, die wir in unseren 20ern oder 30ern sind, höchstwahrscheinlich fast bei 70 Jahren sein wird. Aus dem Ganzen hast du genau zwei Auswege, die wirklich funktionieren: Unternehmertum und/oder Investments. Und beim Thema Investments sahen wir uns bereits an, wie wir in 10 Jahren mit Bitcoin, Tesla, Ethereum oder auch Solana in Rente gehen könnten. Heute schauen wir uns an, ob wir in 10 Jahren mit einer Mischung aus gleich mehreren Assets dasselbe Ziel erreichen können und wenn ja, wie diese Allokation aussehen könnte. Nichts von dem, was ich mache, ist Anlageberatung und auch keine Steuerberatung. An der Stelle empfehle ich jedem, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen. Vor einigen Wochen sprachen wir in meinem Video, in dem es darum ging, ob du in den richtigen Assets bist, darüber, dass konzentriertes Investieren Vermögen aufbaut und diversifiziertes Investieren Vermögen schützt. Wer denkt, dass man mit 200 Euro im Monat, die man in den MSCI World ETF steckt, in Rente gehen kann, der soll recht behalten. Das Ganze dauert aber wirklich Ewigkeit. Wer sich bereits in 10 oder auch 15 Jahren vom Hamsterrad verabschieden möchte, muss konzentriert in die Assets investieren, die zumindest chancen- und risikobereinigt die höchste Outperformance versprechen. Und genau deshalb habe ich mich für die meiner Meinung nach 5 stärksten Assets der nächsten Jahre entschieden: Tesla, Palantir, Strategy, ehemals MicroStrategy, Bitcoin und Solana. Wir sprechen sehr oft von risikobereinigten Chancen und deshalb dachte ich mir, wir ziehen das einmal sprichwörtlich als Kurve für heute auf. Je weiter wir uns auf der Kurve nach rechts und somit aufwärts bewegen, desto mehr Risiko. Je weiter wir uns links befinden, desto weniger. Tesla habe ich mit Absicht komplett nach links gesetzt als das Asset, das das geringste Risiko hat. Die Erklärung ist simpel. Tesla hat autonomes Fahren bereits gewonnen, das Energiebusiness ist auf einem guten Weg dahin, das Automotive-Business alt aussehen zu lassen, und der humanoide Roboter Optimus von Tesla ist auch bereits jetzt schon der am weitest entwickelte humanoide Roboter unter allen Konkurrenten. Tesla ist meiner Meinung nach eine absolute Must-Have-Aktie und ich sagte nicht umsonst, dass die Tesla-Aktie die beste, risikobereinigte Chance am Aktienmarkt ist. Bitcoin habe ich direkt daneben gesetzt und auch hier sollte klar sein, weshalb. Bitcoin ist der König der Kryptowährungen, das beste Asset der Welt und hat sich etabliert. Das Ding wird langfristig gesehen Kurse erreichen, die sich aktuell noch keiner vorstellen kann. Und wenn wir vor allem vom Thema Rente sprechen, ist Bitcoin das absolute Nonplusultra. Wir kaufen so viel Bitcoin wie wir können, schieben alles auf eine Cold Wallet und fassen das Ding nie wieder an. Bitcoin ist sozusagen unsere Nummer 1 Spardose für die Rente und wer im Jahr 2025 immer noch kein Bitcoin hält und sich selbst Anleger schimpft, sollte einmal kritisch hinterfragen, ob die Chancen, die in Bitcoin stecken, nicht das Risiko bei weitem übersteigen. Wir gehen über zu Strategy und haben eine Aktie vor uns, die genauso wie Tesla in meinen Augen in jedes Portfolio gehört. Bei Strategy ist nur eine einzige Kennzahl wichtig, um die Bewertung der Aktie zu verstehen: Bitcoin per Share, also Bitcoin pro Aktie. Solange Michael Saylor und sein Team es weiterhin langfristig schaffen, die Anzahl Bitcoin pro Aktie weiter steigen zu lassen, obwohl sie die Aktionäre durch Ausgabe neuer Aktien verwässern, haben wir gewonnen. Bedeutet, jedes Mal, wenn Strategy neue Aktien ausgibt, neue Schulden aufnimmt oder auch Vorzugsaktien ausgibt, machen sie das nur aus einem Grund, nämlich um mehr Bitcoin zu kaufen. Für Aufsehen sorgte hier vor allem vor kurzem der sogenannte 21-21-Plan. Michael Saylor möchte in Summe 42 Milliarden Dollar beschaffen, um mehr Bitcoin zu kaufen. Das macht er einmal durch die Ausgabe von neuen Aktien im Wert von 21 Milliarden Dollar und durch 21 Milliarden an festverzinslichen Wertpapieren, somit Wandelanleihen. Das Team von Blocktrainer hat zu all
all dem einen sehr guten Artikel verfasst, auf den wir zumindest einmal kurz eingehen wollen, natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar sehen wir zuallererst einmal, dass MicroStrategy durch die Bitcoin-Strategie den Markt geschlagen hat. Die Daten sind vom 3. Quartal 2024, also noch gar nicht so lange her. Interessant ist aber das Thema Bitcoin pro Aktie und der damit einhergehende Leverage-Effekt. Das Unternehmen hat von Ende 2023 bis knapp Ende 2024 die Aktionäre durch die Ausgabe neuer Aktien um 13,2% verwässert, hat aber in derselben Zeit den Bitcoin-Bestand des Unternehmens um 33,3% erhöht und damit die Verwässerung outperformt. Neben Bitcoin per Share ist auch die Kennzahl Bitcoin Yield, also Ertrag, zu beachten. Solange die Bitcoin-Bestände die ausstehenden Aktien, was wir uns eben ansahen, outperformen, steigt die Aktie langfristig weiter. Man hat bereits einen Bärenmarkt mitgemacht und über die Jahre sehr viel gelernt. Ich würde mich nicht wundern, in 10 Jahren ab jetzt eine ähnliche Outperformance der Aktie gegenüber des Marktes wie hier zu sehen. Mit etwas höherem Risiko habe ich Palantir auf der Kurve angesiedelt. Palantir gewinnt aktuell beim Thema Ontologie. Ontologie ist das, was alle Large Language Models wie ChatGPT, Grok, DeepSeek und so weiter überhaupt erst intelligent machen. Ohne Ontologie und damit die Auswertung der Daten im Hintergrund würden nämlich nur seltsame Ergebnisse und Antworten aus den Chatbots kommen. In diesem Bereich führt Palantir und baut diese Führung weiter aus. Erst vor kurzem sehr bullische News: Palantir integriert Grok von xAI, das aktuell stärkste LLM überhaupt, in die hauseigene AIP-Software. Unternehmenskunden von Palantir, die also mit der AIP-Plattform arbeiten, haben automatisch die Datensets von Grok im Hintergrund auf Abruf, was äußerst stark ist, und Palantir hat sich hier strategisch meiner Meinung nach so gut aufgestellt, wie es nur möglich ist. Neben dem Thema Ontologie und KI ist Palantir vor allem ein Softwareunternehmen, das auf 4 Säulen fußt. Wir haben Gotham, Foundry, Apollo und AIP. Gotham ist der Regierungsarm von Palantir. Wir sind also in der Verteidigungsindustrie und bei Geheimdiensten weltweit unterwegs. Foundry kann man sich als eine Art Software für Datenverarbeitung vorstellen, die Unternehmen dabei hilft, die vor allem richtigen Daten für die wichtigsten Entscheidungen einzusetzen. Apollo ist eine cloudbasierte Lösung für Unternehmen, die vor allem deshalb so begehrt ist, weil die Cloud geschützt ist und über gesicherte Netzwerke nur im Unternehmen, das diese Software einsetzt, verwendet werden kann. Und AIP ist das Business, das langfristig gesehen am wichtigsten sein wird, da es Unternehmen ermöglicht, KI im Unternehmen effizient einzusetzen und eigene Large Language Models abzubilden, die auf das eigene Unternehmen perfekt zugeschnitten sind. Palantir also auch vor allem deshalb ein absolutes Must-Have-Asset, weil wir dadurch den Bereich KI perfekt abbilden können und dieser noch lange nicht am Ende ist. Kommen wir zum 5. und somit letzten Asset, Solana. Solana habe ich mit Absicht am weitesten nach rechts geschoben, weil wir zum einen nicht absehen können, ob im nächsten Cycle eine andere Kryptowährung Solana vom Thron stürzen könnte, und auch weil wir hier im Bereich von mittlerem Market Cap Kryptowährungen unterwegs sind. Zumindest bisher machte Solana alles andere im Kryptosektor nass und hat vor allem den aktuellen Cycle wirklich gewonnen. Wir gehen auf die wichtigsten Daten, die genau das bestätigen. Einmal haben wir nach wie vor die höchsten Inflows überhaupt unter allen Blockchains bei Solana, obwohl wir absolut negative Stimmungslage am Markt haben und Solana von in der Spitze knappen $255 runtergefallen ist. Smartes Geld kauft durchgehend Solana. Weiterhin hat Solana 10-mal so viele Nutzer wie Ethereum oder Bitcoin und setzt sich auch hier durch. Und zum Abschluss: Im Januar 2025 hat Solana 75% des gesamten Umsatzes, den alle dezentralen Apps erwirtschaftet haben, für sich beansprucht. Wir sehen also anhand dessen, dass Solana wirklich den aktuellen Cycle absolut dominiert. Die Frage und auch gleichzeitig Gefahr ist aber natürlich, ob das so weitergeht, und deshalb haben wir Solana auf der Risiko- und Renditekurve ganz rechts beim Bereich des Höchstrisikos. Wenn wir uns die 5 Assets anschauen, fällt auf, dass wir uns mit 3 davon im Aktienmarkt und mit 2 im Kryptosektor befinden, und das ist nicht ohne Grund so. Alle 5 sind disruptive Assets in ihren Bereichen. Wer Outperformance erreichen will, muss höheres Risiko eingehen, und trotzdem ist das meiner Meinung nach ein sehr gesundes Portfolio an Assets. Nachdem wir uns nun die einzelnen Assets angesehen haben, benötigen wir natürlich Kursziele, um zu ermitteln, wie viele Aktien bzw. Bitcoin oder auch Solana wir benötigen, um unser Ziel zu erreichen. Ich gehe hier wie die meisten mit Bear Case, Base Case und Bull Cases an jedes einzelne Asset heran. Hierzu sei gesagt, dass alles von dem, was wir uns jetzt anschauen, bereits von mir auf diesem Kanal sehr tiefgreifend mit euch besprochen wurde. Ich habe transparent mit euch geteilt, welche Kursziele ich habe, wie ich
per Berechnung auf diese kam, was die Gründe dafür sind und vieles mehr. Ich verwende im Folgenden also genau die Kursziele von zum Beispiel Bitcoin, über die wir in meinem Video, wie du in 10 Jahren mit Bitcoin in Rente gehst, gesprochen haben. Die Kursziele sind unverändert und genauso, wie wir uns das in den betreffenden Videos damals angeschaut haben. Daher empfehle ich jedem von euch, der verstehen will, wie ich auf diese Kursziele komme, sich die entsprechenden Videos anzuschauen, die ich natürlich auch noch einmal in der Videobeschreibung verlinken werde. Außerdem noch wichtig zu erwähnen, bevor wir anfangen, während ich gerade für euch an diesem Video arbeite, hatten wir eine ziemlich heftige Korrektur am Aktien- sowie auch am Kryptomarkt. Meine aktuellen Kurse sind also vom Zeitpunkt meiner Arbeit an diesem Video Anfang März. Wir legen los und haben Bitcoin mit einem Bear Case bei 275.000 Dollar in 10 Jahren, im Base Case bei 345.000 Dollar und im Bull Case bei 415.000 Dollar. Ich weiß, dass die Werte für einige von euch konservativ sind, das liegt bei mir aber in der Natur der Sache, da ich immer konservativer rechne, um eine Art Sicherheitspolster für uns einzubauen. Genau wie bei Bitcoin zieht sich das dann durch alle anderen Assets durch und ihr seht, welche Kursziele ich bei allen Positionen annehme. Hier ist nun wichtig zu erwähnen, ihr wählt bitte jedes Asset für euch selbst aus. Ihr seid herzlich dazu angehalten, zum einen mit anderen Werten zu kalkulieren, zum anderen könnt ihr natürlich auch bestimmte Assets komplett weglassen. Außerdem ist natürlich wichtig zu erwähnen, dass Bitcoin als Beispiel sich im Moment in Anführungszeichen nur knapp verfünffachen würde im Bull Case bei 415.000 Dollar. Das liegt natürlich auch daran, dass wir uns im Bullrun befinden und Bitcoin nahe 85.000 Dollar steht. Wir werden natürlich einen Bärenmarkt haben und jeder ist dazu angehalten, im Bärenmarkt zu stacken. Wer also im nächsten Bärenmarkt Bitcoin bei vielleicht 30.000 Dollar kauft, wenn er denn so tief korrigiert, der würde bei einem Kursziel von 415.000 Dollar nicht mehr verfünffachen, sondern bereits fast vervierzehnfachen. Das also ein wichtiger Hinweis an der Stelle, weil wir mit aktuellen Kursen rechnen. Genau deshalb ist es so wichtig, mit Kurszielen, die man sich selbst setzt, zu arbeiten und starke Assets kontinuierlich nachzukaufen. Bei jedem von euch, der für sich selbst plant, bieten sich vor allem die Kursziele im Bear- und Base Case an. Ganz einfach deshalb, weil ihr ein höheres Sicherheitspolster habt, falls die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das alle erhoffen. Im nächsten Schritt müssen wir über Allokationen sprechen. Wir sind über den Investment Case jedes einzelnen Assets gegangen. Wir haben uns angeschaut, weshalb sich Tesla, Palantir, Strategy, Bitcoin und Solana sehr gut eignen. Es gibt natürlich auch weitere Aktien oder Kryptowährungen, die gut passen würden. Das ist aber für heute meine Allokation. 30% in Bitcoin, 30% in Tesla, 20% in Palantir, 10% in Strategy und 10% in Solana. Die Gründe liegen auf der Hand. Bitcoin und Tesla haben die mit Abstand höchste Upside, zumindest meiner Meinung nach, und außerdem, wenn wir auf die Risiko-Rendite-Kurve gehen, das geringste Risiko. Da bereits 30% meines Portfolios in Bitcoin stecken würden mit 10% in MicroStrategy ausreichen, da Strategy ein Proxy für Bitcoin ist. Hier ist aber auch wichtig zu sagen, ich weiß, dass es viele von euch da draußen gibt, die nach wie vor nicht direkt in Bitcoin investieren wollen, weil beispielsweise einige immer noch sagen, es ist ihnen zu gefährlich oder sie haben einfach keine Lust darauf, ihren Bitcoin-Bestand selbst zu verwalten. Für genau diese Leute könnte es also Sinn machen, die Allokation von Bitcoin gegen Null zu setzen und dafür dann Strategy allokationsmäßig zu erhöhen. Das ist das Schöne an Modellen und daran, wenn wir früh genug planen. Wir können uns genaue Pläne und Ziele setzen und müssen dann einfach nur noch zuschlagen. Für Solana habe ich 10% Allokation angenommen, weil Solana ein sogenannter Moonback ist. Entweder geht das Ding auf 500 Dollar oder mehr oder auf Null. Thema Chance und Risiko, Solana mit Abstand das höchste Risiko, dafür aber auch potenziell, wenn alles gut läuft, starke Outperformance. Ich habe ansonsten, wie auch in allen bisherigen Modellen, die wir uns angeschaut haben, mit monatlichen Ausgaben von 5.000 Euro gerechnet. Wer jeden Monat 5.000 Euro zur Verfügung stehen hat und diese aus Assets erwirtschaften kann, der kann, wie ich finde, in Rente gehen. Auch das aber natürlich hochgradig individuell. Der eine braucht weniger, der andere mehr. Wie immer habe ich ein Kapital von 500.000 Euro in 10 Jahren angenommen, das wir benötigen, um uns jeden Monat 5.000 auszuzahlen, bei einer typischen Gesamtperformance von 12% pro Jahr. In Realität wird ein Portfolio dieser Art wahrscheinlich auf lange Sicht mehr als 12% pro Jahr abwerfen,
aber wir rechnen immer lieber etwas konservativer. Wenn 30% unseres Portfolios in Bitcoin steckt und wir den Bull Case von $415.000 in 10 Jahren erreichen, bräuchten wir beim aktuellen Kurs 0,36 Bitcoin. Ziemlich interessant deshalb, weil ich immer wieder predige, dass man mindestens 0,3 Bitcoin haben sollte, um über dem Median aller Wallets zu liegen. Diese 0,36 Bitcoin würden uns aktuell $37.348 kosten. Mit der gleichen Berechnung habe ich dies für Tesla, Palantir, Strategy und Solana gemacht und diese Werte seht ihr hier im Hintergrund. In Summe komme ich so auf eine Investitionssumme von aktuellen $70.606, was in Euro umgerechnet 67.815,07 Euro entspricht. Knappe 68.000 Euro heute, um in 10 Jahren in Rente zu gehen, ist ziemlich gut, auch wenn ich natürlich weiß, dass das viel Geld ist und nur die wenigsten von uns einfach so 68.000 Euro auf der Seite liegen haben. Darum soll es aber überhaupt nicht gehen und vor allem möchte ich erneut sagen, dass jeder, der schlau nachkauft und vor allem jetzt bei Bitcoin im absoluten Bullrun keine FOMO hat und bei knappen 80, 90 oder auch $100.000 kauft, in Realität wahrscheinlich viel günstiger wegkommen wird. Wer ohne FOMO über die nächsten Jahre schlau nachkauft, wird sehr wahrscheinlich nur ein Drittel dieser 68.000 Euro investieren müssen, um auf die gleiche Anzahl an Bitcoin, Solana und auch der Aktien zu kommen. Diejenigen, die also jetzt sofort diesen Berg an Assets aufbauen wollen, müssten sehr tief in die Tasche greifen. Die unter uns, die kontinuierlich nachkaufen, werden über die nächsten Jahre weitaus günstiger wegkommen. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Portfolio allokationsmäßig aufbauen würdet. Würdet auch ihr 30% in Bitcoin und Tesla stecken? Mehr? Weniger? Würdet ihr komplett andere Assets verwenden? Zum Beispiel die Hims & Hers Aktie, die es fast in mein heutiges Modell geschafft hätte? Wenn ja, wieso? Bevor wir zum Ende kommen, ist mir wichtig, über gewisse Beobachtungen, Schlussfolgerungen oder auch Ableitungen mit euch zu sprechen. Mein Ziel mit diesen Analysen ist erst einmal, jeden dazu zu animieren, über das Thema Freiheit nachzudenken. Investments geben uns Freiheit. Niemand sagt, dass wir in 10 Jahren, wenn die Dinge so laufen, wie wir schlussfolgern, wirklich in Rente gehen und nichts mehr machen. Wer ein 500.000 oder sogar 1 Million Euro Portfolio hat, kann auch einfach weiterarbeiten gehen, wenn er oder sie Lust dazu hat. Oder man reduziert die eigenen Stunden und arbeitet nur noch Teilzeit. Oder man traut sich endlich den Traum der Selbstständigkeit zu verwirklichen, den man schon lange hat, weil man auf einmal ein schönes Polster auf der Seite hat. Der Hauptjob ist nicht mehr so lebenswichtig, wie er es vorher war. Man hat also ganz einfach mehr Möglichkeiten, das eigene Leben zu gestalten. Punkt Nummer 2. Jeder von euch ist dazu angehalten, die Allokationen selbst festzulegen. Nur weil ich so investiere, wie ich investiere, heißt das nicht, dass irgendjemand das genauso machen muss. Meine Rentenmodelle sind eine Art Leitfaden. Weiterhin sollte man immer mit dem Bear Case oder Base Case rechnen, darüber sprachen wir bereits. Lieber etwas mehr Polster einkalkulieren, lieber etwas konservativer sein. Punkt Nummer 3, Risiko haben wir immer. Egal ob wir nun vornehmlich in ETFs, Einzelaktien, Kryptowährungen oder eine Mischung aus allem investieren. Ein gewisses Risiko müssen wir eingehen, um Vermögen aufzubauen. Wir müssen ein noch viel höheres Risiko eingehen, wenn wir in absehbarer Zeit das Ziel haben, in Rente zu gehen. Ich habe zwar bereits die meiner Meinung nach besten risikobereinigten Assets gewählt, ein Restrisiko besteht trotz dessen immer. Das Positive daran ist aber, wenn eine Kategorie, in die wir investieren, nach hinten losgeht, zum Beispiel Solana, auf unserer Kurve bei absolutem Risiko, haben wir nach wie vor unsere anderen Assets. Daher ist es wichtig, die eigene Allokation entsprechend der Risikotoleranz abzubilden. Punkt Nummer 4 und damit der letzte für heute. Die Märkte sind durchgehend in Bewegung und wir gehen mit der Zeit. Sollten sich gewisse Investment Cases unserer Meinung nach verändern, dürfen wir keine Angst davor haben zu verkaufen bzw. umzuschichten. Schlägt in die Kerbe Solana. Ich sagte zu Anfang, dass wir nicht absehen können, ob Solana weiterhin so dominant ist wie jetzt aktuell. Wir wissen nicht, ob wir im nächsten Cycle einen neuen König haben. Im letzten war es Ethereum. Im aktuellen Cycle wird Ethereum von Solana um ein Vielfaches outperformt. Nicht nur kursmäßig, sondern auch von den Daten her. Ob Solana weiterhin so stark ist, können wir nicht wissen und wir dürfen keine Angst davor haben, unsere These über die nächsten Jahre anzupassen. Speziell im Kryptosektor laufen die Uhren einfach anders als im echten Leben. Alles geht schneller und alles entwickelt sich stets anders, als man denkt. Wer einfach nur langfristig Buy and Hold investieren will und sich mit all diesen Dingen nicht auseinandersetzen möchte, wird am besten beraten sein, einfach nur Bitcoin zu kaufen und die Finger von allem
anderen im Kryptosektor zu lassen. Dasselbe gilt natürlich auch für unsere Aktien. Palantir ist im KI-Sektor absolute Weltklasse, trotzdem sollten wir diesen Bereich kontinuierlich beobachten, um Chancen nicht zu verpassen. Der Schlüssel, um langfristige Outperformance zu erzielen und erfolgreich zu sein, liegt wie immer in der kontinuierlichen Recherche. Damit hoffe ich wirklich sehr, dass ich vielen von euch einige Denkanstöße geben konnte und freue mich darauf, euch im nächsten Video in alter Frische wiederzusehen.